Moin, ich bin Paul und ihr seid coole Leute, weil ihr dieses Video guckt. Ich befinde mich in der Stadt Medellin, hier in Kolumbien. Aber das ist heute mein letzter Tag hier in der Stadt. Wenn ihr sehen wollt, was hier alles so passiert ist, dann könnt ihr ja die letzteren Videos mal anschauen. Ich bin hier noch in meinem Hotel, genieße das Frühstück und fahre gleich mit dem Taxi zum Flughafen, nehme ein Flugzeug und fliege in die Karibik. Quasi der Fluch der Karibik. Ja, aber ich esse jetzt erstmal ein bisschen was. Jetzt habe ich ausgecheckt hier im Letters Park Hotel Konzept und warte quasi auf mein Taxi. Denn ich stehe in der Kälte und warte auf ein Taxi, aber es kommt nicht. Ich warte auf das Brummen von einem Mercedes Diesel, aber es brummt nicht. Ja, Kälte ist ein bisschen übertrieben. Wir haben es immerhin 21 Grad, es ist 8 Uhr morgens und das Taxi dürfte in 5 Minuten da sein und dann geht's ab zum Airport. Nach einer halben Stunde Taxifahrt bin ich jetzt hier am Flughafen angekommen. Es ging relativ zügig mit der Taxifahrt, denn es war nicht so viel Verkehr. Es ist Samstag morgens, ja, da ist noch nicht so viel los. Aber auf dem Flughafen ist relativ viel los, denn viele Menschen wollen halt auch von hier aus in die Karibik fliegen. Und einen Flug gibt es hier schon für sage und schreibe umgerechnet 25 Euro. Ja. Und dann denkt sich doch so der eine oder andere, ach, für 25 Euro mache ich mal einen Trip in die Karibik. Mache ich ja jetzt auch. So, ich habe meinen Koffer aufgegeben. Es geht zum Security Checkpoint und dann dauert es noch ein bisschen, aber es geht dann gleich los. Falls das einen interessiert, hier in Kolumbien in den Apotheken und Drogerien gibt es frei verkäuflich Viagra. Eine Packung mit 4 Tabletten kostet umgerechnet 10 Euro. Nur falls es irgendjemand interessiert.
So, wir sind jetzt gelandet hier in Santa Marta. Man merkt sofort, dass wir hier in der Karibik sind, obwohl wir noch nicht draußen sind, aber es ist schon ganz schön warm hier. Angeblich sollen es draußen 32 Grad sein und der Flughafen liegt direkt am Meer. So, ich bin in meiner Destination angekommen. Es ist nicht Santa Marta selbst, sondern ein Vorort oder eine Nachbarstadt von Santa Marta, nämlich Rodadero. Und nach dem ganzen Sightseeing in den Megastädten, die ich besucht habe, gönne ich mir jetzt mal ein bisschen Auszeit und genieße ein bisschen, ja, das Strandleben. Darf ich vorstellen? Coole Leute. Karibik. Karibik, coole Leute. Gut, als karibische Strände stellt man sich was anderes vor. Und es ist wirklich nicht der schönste Strand, aber für eine gewisse Abkühlung ist okay. Hier ist eine ganz ruhige Ecke, da hinten ist schon ein bisschen mehr los, weil es ist Samstag. Es ist Samstag und viele Kolumbianer kommen hierher, auch übers Wochenende. Ich habe ja erzählt, die Flüge kosten ja nichts, also 25 € einfach und ja, und lassen sich hier bei über 30 Grad die Sonne auf den Bauch knallen. Man kann es ihnen nicht verübeln. Ja, ich bin hier im Hotel und das Schöne an dem Hotel ist, hat eine große Poolanlage und liegt auch direkt am Strand. Ich führe euch mal ein bisschen rum. Cool. Der wird gerade noch gereinigt. Und dahinter der Strand. Schön, ne? Und ganz da oben ist mein Zimmerchen. Da irgendwo, ganz oben, ganz oben. Ja, das Hotel hier in Rodadero, genau am Strand. Kann man lassen. Das ist jetzt meine Aussicht. Wow. Es wird stürmisch. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört, aber ich denke schon. Ich habe jetzt den Strand verlassen und laufe ein bisschen hier in Rodadero rum. Ja. Hier gibt es nämlich eine große Straße mit ganz vielen Restaurants, Bars und auch ja, Souvenirshops. Da gucke ich mich mal ein bisschen um. Ja, das ist nun die Hauptstraße hier von den Souvenirshops und den Restaurants, den Bars. Architektonisch kein Meisterwerk, aber ja, man kann schon einige Zeit hier verbringen. Gegen Abend oder gegen Einbruch der Dunkelheit wird es natürlich noch deutlich voller, aber ich wollte das mal noch bei Tageslicht euch zeigen.
Hier an dieser Stelle, da stehen die Einkaufsläden unter Bäume und in den Bäumen, da müssen Tausende von Vögeln sein. Das ist hier so ein Rabatz. Ich sehe sie zwar überhaupt gar nicht, aber es müssen Tausende sein. Was für ein Krach! Krass! Ich bin jetzt hier unten am Strand. Der Mond ist aufgegangen und was mich immer wieder fasziniert ist, wenn ich in der Nähe vom Äquator bin, dass hier die Mondsichel nicht so oder so steht, sondern so oder so. Also ich finde das faszinierend. Astronomie. Und was noch typisch ist, wenn man hier am Äquator ist oder in der Nähe vom Äquator ist, dass es sehr früh dunkel wird. Wir haben jetzt gerade mal 18 Uhr und es ist stockfinster. Gut, der Strand ist illuminiert, aber ansonsten wäre es hier ziemlich düster. Am nächsten Tag. Ich bin immer noch in Kolumbien, in Rodadero und ich gönne mir heute einfach mal einen Beachtag, einen Pooltag, ich weiß auch nicht, einen Gammeltag. Ich erhole mich von den ganzen Sightseeing-Geschichten hier die letzte Zeit. Falls ihr die noch nicht gesehen habt, könnt ihr die natürlich in den vorhergehenden Videos anschauen. So, wir haben Anfang Dezember, es ist 9 Uhr früh, wir haben Sonntag, so langsam füllt sich der Strand hier in Rodadero, doch vor allen Dingen von Kolumbianern. Ausländische Touristen habe ich bis jetzt noch keine gehört. Auch mit der englischen Sprache kommt man hier nicht wirklich richtig weiter. Ich meine, ich habe überlebt mit Händen und Füßen, aber selbst im Hotel, in den ganzen Geschäften, in Restaurants wird nur Spanisch gesprochen. Deswegen empfehle ich, bevor ihr hierher kommt, ein paar Brocken Spanisch zu lernen. Das hilft auf jeden Fall weiter. Ich habe es nicht gemacht, aber ich bin auch noch nicht schon. So, was auch seltsam ist hier kann man sich für den Strandtag solche Zelte mieten, was ja per se nicht schlecht ist, gegen den Sonnenbrand. Aber darunter stehen halt keine Liegestühle, sondern harte Plastikstühle. Ich weiß nicht, ist das bequem?
So, ich bin jetzt hier. Oh, gracias. Gracias. Okay, ich bin jetzt hier. Ich habe mir hier so ein Zelt gemietet. Ich habe keine Ahnung für wie lange. Ich denke mal für den ganzen Tag, obwohl ich bin hier nur eine Stunde oder sowas. Und hier kommen jede 20 Sekunden Leute vorbei und wollen einem was verkaufen. Ja, also ich habe mir hier so einen Platz gekauft mit 4 Plastikstühlen. 2 habe ich gleich weg. Ja, Liegestuhl wäre bequemer gewesen. Normaler Stuhl geht auch. Ja, der Zeltplatz hat jetzt hier 40.000 kolumbianische Pesos gekostet. Das ist umgerechnet etwas weniger wie 10 Euro. Kann man mal machen, aber wenn man das jeden Tag macht, so. Ich genieße jetzt hier die Zeit. Ich werde einmal ins Wasser springen und ich glaube, vielleicht mache ich ein Spiel. Der 40. Verkäufer, der hier vorbeikommt und mir was andreht, dem kaufe ich dann was ab. Dem 40. Das dürfte in so 3 Minuten sein. Das ist noch. No, gracias. Yeah, sí. No, gracias. No, thank you. Gracias. No, gracias. Vale. No, no, gracias. No, gracias. Gracias, no, no, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. No, gracias. Bueno, no, gracias. No, gracias. 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 No, no, gracias. No, gracias. Pina Colada. Ich gönne mir jetzt ein bisschen was hier. Gracias. So, ich habe mir jetzt gerade hier für 20 kolumbianische Pesos einen kleinen Pina Colada bestellt. Und was bekomme ich? Die haben hier eine Ananas aufgehackt, die ausgehöhlt, das Zeug da reingemixt, total super dekoriert. Mir noch ein zweites Glas voller Pina Colada gegeben, um es nachzufüllen zu können. Guckt euch das mal an. Ja, ein entspannter Tag geht zu Ende. Ich genieße die Zeit hier im Beach Resort und ja, ich genieße mal ein bisschen das chillige Leben. Und ja, und wenn ihr meint, das ist jetzt das Ende, nein, das ist erst der Anfang. Gell?